Endlich! Es ist wieder soweit, eine neue Folge vom Camping-Check. Die Sendung für alle, die Camping lieben und auch einfach unglaublich gerne draußen sind. So wie auch mein Kamerakumpel Lukas. Hey, grüß euch, Gute! Mein Wohnmobil, die Pamela, steht schon oben auf dem Platz. Wir wollen euch nämlich zwei wirklich richtig gute Campingplätze vorstellen. Der hier ist ein echter Geheimtipp. Und wir suchen richtig coole Camper. Und ich meine, guckt euch das jetzt mal hier an. Wir sind auf dem Tiny House von Svenja und Björn. Das habe ich gerade entdeckt. Und wir sind oben, also auf der Dachterrasse. Und jetzt wird es noch besser. Guck mal, da unten sind sie nämlich. Da gehen wir mal runter. Mit Pool, ich flippe aus. So weit oben haben wir auch noch keine Sendung angefangen. Whirlpool vom Tiny House. Svenja, ist es angenehm? Mega, geht sehr gut, ja. Ich fühl mal. Willst du reinkommen? Später. Wie kommt man auf so eine Idee? Naja, wie kamen wir drauf? Das war dein Traum schon immer, ne? Und dann haben wir gedacht, wir setzen das jetzt mal um. Ist das ein alter Schiffscontainer, oder? Alter Schiffscontainer, extra groß, dass man eine vernünftige Raumhöhe hat. Natürlich. Du bist ja auch nicht der Kleinste, ne? Das ist richtig. Das ist irre. Was machst du denn beruflich? Ich arbeite als Ausbilder für die Bahn. Für die Bahn. Und was machst du? Ich arbeite in einem IT-Systemhaus und betreue da den Fuhrpark. Und zweiter Job ist Theaterschauspielerin. Schauspielerin? Ah, guck mal an. Ist das dann euer Freizeitdomizil hier? Genau, also wir sind hier am Wochenende und wenn wir frei haben, Urlaub haben, dann sind wir hier. Das kann ich gut verstehen, ehrlich gesagt. Dürfen wir mal reingucken? Auf jeden Fall. Willkommen. Willkommen, das hören wir gerne. Ich war auch noch nie in einem Container drin, muss ich sagen. Oh! Was hat es damit auf sich? Ja, das ist mein Schrein der schönen Dinge. Ich liebe Rockmusik, Baseball, mag ich sehr gern. Und da das Strumpfband meiner Frau vom Hochzeitstag. Oh, ist das romantisch. Wo werden die Hochzeitsnächte verbracht? Und wo schlaft ihr? Ja, die Hochzeitsnacht haben wir hier verbracht. Echt, ja? Ja, genau. Das ist ein Klappbett. Ach, oh! Und wenn man das runterklappt, also Platz genug für zwei, ist auf jeden Fall da. Was kostet sowas, wenn man es selbst baut? Meinst du den ganzen Container? Ja, also alles, was du so reingesteckt hast. So um die 30.000 Euro. 30.000, okay. Hast du aber viel selbst gemacht, ne? Auf jeden Fall. Also mit Freunden und das meiste selbst gemacht. Handwerker hatte ich nur, Stahlbauer und Elektriker. Dann vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Gern geschehen. Wir müssen nämlich noch auf den Platz. Wir haben noch ein Date oben mit Pamela. Danke euch. Danke und viel Spaß beim Planschen. Wir sind im Taunus und zwar in Eppstein. Hier mitten im Grün liegt am Hang der Terrassencampingplatz The Eppstein Project. Und da ist sie, die Pamela. Wir sind auch gerade erst gekommen, schon mal ein bisschen aufgebaut hier. Die Parzellen hier, ich meine, guckt euch das mal an. Das ist mitten in der Natur. Jeder hat hier schön Hecke drumherum. Klar, du hast deine Nachbarn, aber da gibt es ja ganz andere Campingplätze. Da stehst du eng an eng. Hier, genial. Und ich habe mir vom Chef, den Ralf, den lernen wir nachher auch noch kennen, habe ich mir hier was ganz Besonderes ausgeliehen, damit wir nämlich mal den Platz erkunden und vor allen Dingen unsere Nachbarn kennenlernen können. Auf geht's. Na, hoffentlich geht das gut. Uhuhu. Ach, guck mal hier. Das ist auch ein cooler Camper. Der ist so schön kompakt. Bisschen wie die Pamela. Hi. Darf ich mal kurz stören? Ja. Ich bin der Friso. Wir drehen hier einen Film, einen Camping-Check. Hi. Suchen ein paar coole Camper. Bist schon mal ganz weit mit vorne. Danke. Woran liegt's? Ein bisschen an der Farbe und hier die Deko ist jetzt auch ein bisschen außergewöhnlich. Ja, ich mache Kaffee. Wie, du machst Kaffee? Ich bin Kaffeetrainer, Podcaster über Kaffee. Nee. Ja, ich sage immer, ich begleite Menschen auf ihrem Weg zu gutem Kaffee. Kaffee, Camping ist ein heißes Thema, wortwörtlich. Kannst du uns mal so einen Tipp geben? Also Ich das mache mir gerade einen. Willst du vielleicht einfach einen haben? Gerne. Kannst du mir gern zuschauen. Sehr gerne, okay. Genau, Wasser kocht sogar schon. Das ist übrigens der Lukas. Hallo Lukas. Servus, Schön, dass du Gute. hast. Habe ich mich schon vorgestellt? Horst, nee, unfreundlich, ich bin der Friso. Hi, was? Horst, vielleicht hast du für den Lukas auch ein halbes Tässchen. Ja, das kriegen wir hin. Und du wohnst hier in diesem Camper? Ja, ich bin einfach wahnsinnig gerne in diesem Gerät hier unterwegs und fahre auch zu meinen Kunden. Deutschlandweit, europaweit vielleicht irgendwann oder dann eben online. Und deswegen geht das ganz gut in diesem Camper. Ah, und frisch gemahlen. Ja, gute Zutaten sind immer frisch.
braucht ja schon ein bisschen Zeit jetzt, ne? Ja, es gibt aber auch einen ganz netten Tipp. Ich habe da hinten eine Akkubohrmaschine. Akkubohrmaschine. Das wollen wir sehen, oder? Ich hatte zwar nie vor, das wirklich umzusetzen, aber wenn man sich dann wirklich mal überlegt, was man braucht. Okay, das ist definitiv cool. So, jetzt geht's. Genau. Ach, Quatsch. Die kenne ich noch von Oma. Das Da ist ja auch so ein altes Ding. Und? Ja. Lecker. Ja. So. Und jetzt lasse ich ihn erstmal ein bisschen aufquellen. Ja, weil da ist CO2 in dem Kaffee, das entsteht beim Rösten. Und das tritt jetzt dadurch, dass er feucht wird und durch die Hitze ein bisschen aus. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich hätte es jetzt einfach reingekippt, ehrlich gesagt. Ja, machen auch viele und dann wundern sie sich, dass der Kaffee nicht schmeckt. Genau, und da Das gibt ist es wahrscheinlich das bestriechendste Wohnmobil, was ich bis jetzt gesehen habe, Horst. Oder? Das riecht gut, Lukas, ne? Super. Ich freue mich richtig auf den Kaffee. Ja, Kaffee ist auch echt gut gegen Fremdgerüche. Deswegen sollte man ihn zum Beispiel auch nicht im Gewürzregal oder im Kühlschrank liegen lassen. Ja, das gibt einfach verschiedene Kleinigkeiten. Das Wasser finde ich immer ganz spannend. Ich bin sehr, sehr gerne hier, weil es hier echt gutes Wasser für Kaffee gibt aus der Leitung. Im Taunus halt, Ja. ne? Ja, ja. Genau. Okay. In anderen Gegenden kannst du mit dem Wasser halt jemanden erschlagen und dann schmeckt der Kaffee komplett anders. Ich mache ihn komplett gleich, aber er schmeckt einfach anders. Einfach nur, weil das Wasser anders ist. Okay. Ihr seid zu zweit. Gucken Jetzt wollen wir mal wissen, ob wir auch einen Unterschied schmecken. Und wie trinkt ihr den? Schwarz. Ich trinke Milch normalerweise. Okay, na siehst du, dann wird's spannend. Lukas Camping heißt auf verzichten. Ich weiß. Ich darf? Ja, Oh. Das ist ja lecker. Das schmeckt gar nicht. Das schmeckt schon fast so ein bisschen kakaoig, oder? Schmeckt ganz anders. das ist einfach nur ein klassischer, einfacher Frühstückskaffee. So ist er gedacht. Also ich trinke ihn noch falsch. Moment. Zack. Da ist der Finger. Sehr, sehr lecker. Danke dir, Horst. Ja, sehr, Super sehr gerne. aus. Danke. Schön, dass es euch schmeckt. Prost, mein Lieber. Prost. Falls sich das interessiert, ich gebe hier öfter mal Kurse hier auf dem Campingplatz. So Barista-Kurse auf dem Campingplatz. Guter Kaffee im Camper, nenne ich das. Danke dir erstmal, ne? Und schönes, weiteres, glückliches, liebevolles Wohnen in deinem Mobil mit dem Kaffee. Vielen lieben Dank. Viel Spaß euch. Bye, bye. Ciao. Ciao. Wir machen uns weiter, denn immerhin gibt es hier 160 Stellplätze und echt viel zu entdecken. Ich schwör ab. Was ist das denn für ein Monster? Ey, guck dir das an. Allrad. Hallo. Hallo. Ich bin der Friso. Hi. Hi. Wir drehen Film über coole Camper. Ich würde sagen, ihr habt auf jeden Fall schon mal den größten. Na, siehst du, ich als Frau. Das ist ein LKW, den wir gebraucht gekauft haben. Und dann haben wir den Koffer gekauft Und selbst ausgebaut. und dann selbst ausgebaut. Genau. Dürfen wir mal reingucken? Ja. Wo kommt ihr denn her? Ihr seid ja so ein bisschen nordisch, ne? Ja, wir kommen aus Nordfriesland, ne? Nordfriesland. Direkt an der dänischen Grenze. Ah, guck. Oh, das ist ja... Das habt ihr alles selber gebaut? Ja. Lukas, komm doch mal. Guck dir das doch mal an hier. Wow, gemütlich. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist bis jetzt der gemütlichste Koffer, den ich gesehen habe. Also ich habe schon ein paar gesehen und die sind meistens immer so Adventure-mäßig und alles mit Alu und Weiß und hier. Das ist das auch euer? Nee. Das ist unser vorheriges Fahrzeug. Och, da habt ihr euch ein bisschen verkleinert jetzt, oder? Ja, die Kinder wollen ja nicht mehr mitfahren, ne? Ja, und man kann so schlecht parken damit, ne, in der Stadt. Oh, der ist so wendig gewesen. Wendiger als der hier. Der fährt einfach drüber. Nee, bei Aldi auf dem Parkplatz kannst du immer parken. Das ist super. Traut sich auch keiner. Die Autos haben dann immer hier gestanden und dann konnte ich in einem normalen Parkplatz stehen. Deswegen. Die Besitzer haben dann immer blöde geguckt, wenn sie dann rauskamen, dass ihr Auto halb unter einem anderen Auto stand, aber gut. Was macht Camping für euch aus? Ich meine, hier steckt da viel Energie drin. Das heißt, ihr macht das mit Leidenschaft, oder? Ja, ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb, habe mal 80 Kühe gemolken und wir hatten 2 Wochen im Jahr Urlaub. So Ja. ist das Ganze mal angefangen. Haben diese 2 Wochen meistens in einem Ferienhaus in Dänemark verbracht und wir hatten das ganz große Glück, dass wir immer 2 Wochen gebucht hatten, wenn es nur geregnet hat. Dann hat meine Frau irgendwann mal gesagt, lass uns mal was Neues ausprobieren. Ja.
Allerdings haben uns die Wohnmobile, die man so von der Stange kauft, bei unserer Größe überhaupt nicht gefallen. Und da wir eben so dicht an Dänemark wohnen und öfter an den Strand fahren, ist Allrad schon sehr sinnvoll, weil wir dann auch öfter mal einfach nur Wochenende rübergefahren sind. Und direkt an den Strand fahrt ihr? Ja, darf man da. Kann man das? An der Nordseeküste kann man das an etlichen Stellen. Aber gut, das Wetter ist ja jetzt trotzdem nicht besser mit so einem Nein, aber ich kann dann losfahren, wenn das Wetter schön ist und habe nicht 2 Wochen gebucht und es ist gerade dann Regen. Dürfen wir mal ins Bad gucken? Das Ja, ist aber immer gerne. Wenn ihr nach rechts guckt, dann seht ihr das Waschbecken. Das ist eine Salatschüssel für 5 € vom Flohmarkt. Und wir versuchen immer, Sachen irgendwie zu verwerten. Upcyclen oder Finde ich gut. Das ist einfach nur ein PVC-Rohr, was unten aufgeschnitten ist, wo man alles reinschieben kann. Das habt ihr auch selbst gebaut. Ja. Das ist gut. Zeig mal. Ja, das ist echt. Und dann hier mit dem Schwamm, dann kann das auch nicht. Also wenn da alle Tassen drin sind, dann sind die auch bombensicher. Ja. Und noch eine Besonderheit bei diesem Wohnmobil ist einfach, dass wir die Bänke ein Stück zusammengeschoben haben. Weil jedes Mal, wenn wir irgendwie Autos rausziehen müssen, auf den Strand, auf Röm, ja, wo sollen wir mit der Kaffeekanne hin, wo sollen wir mit den Getränken hin? Und das packen wir hier alles hinter. Also wir haben hier hinten eine Ablagefläche. Wie, ihr müsst die Autos rausziehen? Ja, die fahren sich da ja immer fest, die Leute, die aus dem Süden kommen. Die haben ja keine Ahnung, wie man auf dem Sandstrand fährt. Deshalb haben wir auch das Riesentau hinten dran. Oh, das okay. Genau. Ja. Danke, dass wir mal gucken konnten. Gerne. Ja, Also euch eine schöne Zeit. gute Fahrt. Muckdad. Fett mitten in der Natur, oder? Wie cool. Coole Camper. Tanzaffen. Das sind coole Camper, Leute. Ich meine, Wohnwagen und Wohnmobil, das kann ja wohl jeder. Aber Zelten, das ist, finde ich, immer noch so ein bisschen... Ist das euer Zelt? Ganz genau, das ist unseres. Ich bin Friso. Hi, grüßt Hi. euch. Ingo. Ingo und? Wer bist du? Der Levi ist das. Levi, hi. Und was treibt euch denn? Ich meine, hier ihr seid mit dem Fahrrad da. Ganz genau, wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Das erste Mal tatsächlich, längere Tour gemacht. Wo Und kommt dann ihr auch her? das erste Mal im Zelt geschlafen. Wir kommen aus Frankfurt. Oh, okay. Wie weit? 40? 40 Kilometer haben wir gemacht, genau. Gestern angereist. Schickes Fahrrad. Ja, danke dir. Und dann das erste Mal campen jetzt. Ganz genau. Klingt nach einem Experiment. War es auch in doppelter Hinsicht. Unsere erste längere Fahrradtour gewesen. Und das erste Mal im Zelt übernachtet gestern. Hat geklappt? Hat funktioniert. Dürfen wir mal reingucken? Ja, sehr gerne. Da haben wir beide übernachtet heute. Wo ist die Mutter? Die ist auf dem Mädelswochenende mit den Arbeitskolleginnen. Die hat nicht so Bock auf Camping. Auch da ist sie schon mal mit dabei. Nur jetzt gerade hat es so gepasst. Okay. Süß die beiden. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Ja, danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Besen, ja, richtig. Kann man gut mit sauber machen. Der ist cool, oder? Und wisst ihr, was noch cooler ist? Wenn man den in echt hat. Und der Ralf, dem der Platz hier gehört, mit der Dani zusammen, der hat den. Und zwar als Weinbar. Hallo. Hallo. Ja. Ist das ein geiles Teil? Guckt euch das an. Nicht oft, aber ab und an passiert. Ralf, Hi. Gute. Das ist ja ein Mordsteil. Deiner, oder? Das ist meiner, ja. Und umgebaut als rollende Weinbar. Umgebaut als Weinbar, genau. Das braucht man ab und an mal. Das ist aber nicht die Dani. Das ist nicht die Dani, ne? Du bist Das ist die Elli. Elli, arbeitet auch mit hier. Warum Wein? Habe ich noch nie auf dem Campingplatz gesehen, eine eigene Weinbar. Ja, das war Bedingung. Sonst hätten wir nie einen Campingplatz gemacht. Vor 3 Jahren sind wir angefangen, einen eigenen Wein zu machen. Mit dem Schwiegersohn im eigenen Weingut. Und da Ihr war habt einen vollkommen klar, dass der mit muss. Ihr habt einen eigenen Wein. Wir haben einen eigenen Wein. Ja. So, dann bitte einmal den Weißburgunder. 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 Halbtrocken. An die Kamera. Oh, danke Das ist der Lukas. Das ist der lieben Dank. Lukas, auch willkommen hier in Eppstein. Wir bleiben über Nacht. Ihr bleibt. Das finde ich sehr gut. Warum muss man ans Feuer setzen? Das sieht schon so irre aus hier. Setzen wir uns mal. Ja, zum Wohl. Dann Prost euch. Luki, erstmal, so viel Zeit muss sein, erstmal den Wein probieren. Erstmal. Habe ich auf dem Campingplatz noch nie erlebt, Leute. En het rietje, dat is gewoon helemaal aangeweken die helemaal weken. En er zat natuurlijk ook steeds Oh, der ist aber lecker. Kann man den trinken? Der ist ja Dann haben wir total ein bisschen was fruchtig. richtig gemacht. Super.
Dieser Campingplatz, wir sind ja jetzt schon ein bisschen drauf gewesen, es sieht traumhaft aus, total verwunschen. Der ist auch richtig neu, oder? Naja, der Campingplatz selber ist gar nicht neu. Oh. Der gibt schon aus den 70er Jahren, als der Campingplatz gegründet worden ist. Wir sind hier ganz neu. Der Campingplatz ist so ein bisschen in den Dornröschenschlaf in den letzten 5 Jahren gegangen. Und wir sind im Februar diesen Jahres angefangen, ihn wieder aufzuwecken. Also ganz Insofern sind wir ganz neu, während der Platz eigentlich schon ziemlich alt ist. Und ihr habt so ein bisschen wieder ausgegraben sozusagen. War alles zugewuchert? Ja, hier ist 5 Jahre nichts passiert und die Natur, wenn man sich hier umguckt, es ist ja noch reichlich davon vorhanden. Es war schon eine monatelange Arbeit, hier überhaupt die Gänge wieder frei zu machen, dass wir hier jetzt überhaupt sitzen können. Was hast du eigentlich beruflich gemacht? Eigentlich sind wir aus dem Messebau gekommen. Wir haben technische Exponate für die Automobilindustrie gebaut und für Museen. Das ist ja was anderes. Das ist ganz was anderes und da kam halt ein bisschen Corona dazwischen. Okay. Und das hat uns ein bisschen gedrängelt, dass wir uns vielleicht doch noch mal was Neues überlegen müssen. Und bei der Suche sind wir irgendwann mal über diesen verschlafenen Campingplatz gestolpert. Und habt ihn erweckt. Es ist auch wirklich gut gelungen. Also wir gehen noch mal eine Runde gucken, Lukas. Wir haben noch nicht alles gesehen. Und auf jeden Fall nachher noch bei Dani was essen, ne? Auf jeden Fall, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Doch erstmal geht's mit dem Elektroshopper weiter über den Platz. Mann, gibt's hier viele Bäume. Guck mal, Pipi Langstrumpf wohnt auch hier. Das ist ja mal ein starkes Tiny House. Hallo, dürfen wir euch mal kurz stören? Klar. Wer bist du denn? Ich bin die Annette. Annette, und wer ist das da unten? Die Finja. Die Finja. Hallo Finja. Das ist der Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Finja muss noch einen Kuchen fertig backen. Wir gucken schon mal drin mit der Mama. Das machen wir. So, gehen wir mal rein. Dann ist das hier euer Feriendomizil. Ja, wir gehören hier zu den Dauercampern. Wow, und Den was Platz. für ein Ausblick. Guckt euch das mal an. Wunderschön. Wir sehen die Rehe und die Hasen hoppeln. Auch so kleine Wildkaninchen. Und ja, das ist Natur pur. Ja, das auch. Im Kamin. Das Was ist für eine ganz schöne wunderschön. Küche. Ja, das bei mir genieße ich auch, weil man hat natürlich hier trotzdem sehr viele Fensterpartien und hat halt immer das draußen drinnen Gefühl. Ne? Das ist halt einfach. Ey, das da finden wir würde ich ja einfach nur schön. noch Urlaub machen hier. Und natürlich auch wintertauglich. Ne? Mit dem Kamin. Also ja. auch Camping im Winter, kein Problem. Und das hier ist so ein Slide-Aus. Das heißt, das wird rausgeschoben, ne? Genau, das wird rausgeschoben, das ist ein Erker und der kann auch wieder reingeschoben werden. Richtige Kuschelecke hier. Das ist eine Kuschelecke, genau. Was schätzt du denn so an diesem Campingplatz? Wir sind hier einfach sehr stadtnah, noch quasi dem Rhein-Main-Gebiet und trotzdem ist man hier einfach schon mitten in der Natur. Ich kann mir das richtig gut Und vorstellen. das mit Kind natürlich sowieso einfach wunderschön. Jeden Morgen stehe ich dann hier, wie Gott mich schuf, und begrüße die Sonne. Das ist ja Knaller. Danke, dass wir mal gucken konnten und Ja, viel sehr Spaß gerne. hier noch. Ja. Tschüss, euch Finja. auch, ne? Was ist denn das für ein Monster? Und oh, guck mal hier, eine Ente. Da können wir doch schön parken. Mit Augen zum Verlieben. Was für ein Monster. Guck mal, da passt die ganze Pamela ja rein hinten. Das ist rote Teppich fehlt bei so einer Villa. Entschuldigung, Ja, dürfen wir mal stören? kommt rein. Ich bin hier am Putzen. Was sagst du? Warte mal, ich bin am Putzen. Warte, jetzt muss ich wohl die Maske aufsetzen. Ne? Ich bin der Friso vom Hessischen Rundfunk. Hallo. Wir, Hallo. wir drehen Film hier über coole Camper. Ja, bin ich cool? Weiß ich nicht. Bist du Holländer, sag mal? Ich bin Holländer, ja. Aber ich winke impf, keine Probleme. Ich auch. Okay. Ich auch. Das ist ja ein mega Wohnmobil. Ja, das Auto hat uns 11 Jahre lang durch die ganze Welt begleitet. Wir waren damit in 3,5 Jahren in Nordamerika, Kanada, Alaska, USA, Mexiko, Baja California. Wahnsinn. Das hat uns immer treu überall hingeführt. Und jetzt müssen wir es leider verkaufen, weil es ist nicht mehr behindertengerecht für uns, für meine Frau. In die Kabine kommt sie schlecht rein und raus. Sie ist jetzt leider mit ihrem Bein für sehr große Probleme. Und deswegen müssen wir ein behindertengerechteres Auto kaufen. Das ist in etwa die gleiche Größe, aber alles auf einer Ebene.
Das sind sogenannte integrierte. Das ist hier ein Alkoven, wie Sie sehen. Oder wie du siehst. Das ist eigentlich ein LKW hier, ne? Das ist ein LKW, ja. Okay. Aber das hat insoweit den Nachteil, man hat vorne die Kabine und da muss man rein und rausklettern. Und das kann meine Frau nicht mehr. Und deswegen steigen wir um auf eine integrierte. Das ist alles auf einer Ebene. Ja. Und wenn sie dann einmal drin ist, ist sie drin. Und dann macht ihr mit Rollstuhl, habe ich das richtig Mit Rollstuhl und mit Krücken und mit einem elektrischen Rollstuhl, ja, werden wir unser Leben mobil bestreiten. Das heißt, ihr wohnt dann auch da drin? Wir wohnen permanent das ganze Jahr, 360 Tage im Jahr. Das ist ja irre. Das ist praktisch, was im Moment so angesagt ist. Ein Tiny House auf Rädern, aber dann ein mobiles Tiny House. Ne? Wir haben hier, was haben wir hier? 25 Quadratmeter. Lass uns mal rausgehen kurz. Und die Ente, die kommt hinten rein, oder? Nein, die Ente kommt nicht rein. Die verkaufen wir jetzt schweren Herzens. Mehr Auto braucht der Mensch nicht. Wenn ich das sehe, all diese modernen Autos, naja, mit ihrem Hightech. Aber ein großes Wohnmobil. Naja gut, ist aber auch nicht mehr neu. Das ist auch 11 Jahre alt, ne? Und das hat... Brauchst aber einen LKW-Führerschein für, ne? Ja. Was wiegt das Teil? 9 Tonnen. Ach so. Ja. Dreimal so viel wie die Pamela. Wer ist Pamela? Pamela ist mein... Deine Frau? Nein, Pamela ist mein geliebtes Wohnmobil. Ach so. Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Reise. Ja, danke. Grüßt mir deine Frau. Okay. Ich wünsche euch eine ganz tolle Tour und passt auf euch auf. Wir passen auf. Ciao. Alles Gute für deine Frau. Danke. Bye, okay. bye. Tschüss. Ey, das ist so schön hier, wenn ich nicht so einen Krach machen würde. Nee, also ich habe mich total verliebt hier in den Platz. Echt. Ich wollte euch übrigens noch was Schönes zeigen. Kommt mal mit rein in die Pamela. Übrigens, sehr kostengünstiger Tipp, wenn es mal bei euch zu dunkel ist. Hier, 2 €. Cool, oder? Das ist aber nicht das, was ich euch zeigen wollte. Lukas, setz dich doch bitte. Ich war auf dem Campingplatz mit der Pamela und da kam die Elisa, 8 Jahre alt, mit ihrer Mama vorbei und hat mir das Bild gezeigt. Selbst gemalt, habe ich bekommen. Ist das cool? Guck, das ist die Pamela. Und das, Lukas? Das bist du, Friso. Ja, cool, oder? Ich sage euch, Camper sind so nett. Jetzt wird's schön, weil ich habe einen ganz besonderen Stellplatz bekommen, gegenüber von der Barbecue Station. Der Ralf, der ist ja mit seiner Partnerin zusammen mit der Dani, die haben ja den Platz übernommen. Hat er erzählt. Da ist er schon. Ralf, da bin ich wieder hungrig. Da seid ihr ja schon wieder. Schön Platz entdeckt. Ja, ich auch. Wo ist denn deine Freundin, die Dani? Die steht da drüben am Grill und bereitet das Essen vor. Die Frau am Grill. Die Frau am Grill. Da sind wir im Geschäft. Ich mache den leichten Job. Dani? Ja. Ich bin Friso. Hallo, Hi, grüß dich. Friso. Ich habe gehört, ich bin genau richtig bei dir. Ja, wenn du Hunger hast. Oh, was gibt's denn? Bist du gelernte Köchin? Nein, bin ich nicht. Ich bin gelernte Architektin. Und jetzt durch den Campingplatz Köchin geworden? Genau, kann ich Burger bauen und konstruieren und überlegen und ja. Ich sehe Macht gerade auch da hinten, Spaß. es gibt den Taunus-Burger Ja. mit Pulled Pork mit Zwiebeln und Apfel. Den will ich haben. Und die Kartoffelspalt mit Yuppie-Soße, was auch immer das ist. Das ist eine belgische Pommessoße. Ist bei den ganzen Holländern und Belgiern total beliebt. Die kennen das. Ich bin halber Holländer, deswegen muss ich das haben. Also, Okay, ja, machen wir dir. Würde ich auch nehmen. Ich habe auch Nimmst Hunger, du auch? Friso. Danke. Ja. Entschuldigung, Lukas, ich habe dich vergessen. Er hat auch viel gearbeitet heute. Das ist der Lukas. Ja. Und er hätte auch gern was. Ja, Darf ich mich schon mal hinsetzen? klar. Danke. Ich komm vorbei. Super. Oh, was sehen meine hungrigen Augen? Lukas, wir sind zu Hause. Für dich einmal Pulled Pork. Magst du dich kurz, hast du Zeit, ganz kurz dich zu uns Ja, zu klar, setzen? mach ich. Und, hier. Boah, das sieht ja richtig und gut auf aus. Verdacht habe ich auch noch ein Bier für euch mitgebracht. Oh, Vielen lieben das ist Dank. aber Bitte schön. sehr, sehr nett. Dankeschön. Das ist Ja. lecker. Ich fange mal mit den Kartoffeln an. Ich mache mit der Hand, Entschuldigung. Kartoffeln, Pommes muss mit der Hand. Mit der holländischen Yuppie-Soße. Oh. Das ist mein Ding. Ihr habt ja seit einem halben Jahr habt ihr das Ding eigentlich erst hier den Platz. Gab es schon mal so einen Moment, wo du gedacht hast, Mensch, was eine scheiß Idee, ich will es nicht mehr?
Manchmal, wenn es regnet. Weil nichts los ist, oder? Nee, eigentlich ist dann immer direkt mehr los, irgendwie, weil die ganzen Camper natürlich dann irgendwie gar keine Lust haben, irgendwie ihren Grill vor ihrem Gefährt aufzubauen und alles zu machen. Und gerade dann ist der Antrag manchmal besonders groß. Jetzt. Der Taunusburger, Leute. Ja. Mm. Du siehst ganz glücklich aus, mein Freund. Lukas, das darfst du gleich auch essen. Das weißt du. Ich guck mal eben kurz. Taunusburger 6,50 Euro. Kartoffelspalten mit Yuppie-Soße 4 Euro. Das sieht nicht schön aus. Entschuldigung. Fantastisch. Also ich komme wieder und nicht nur bei Regen. Das verspreche ich dir. Danke. Ganz tollen Platz habt ihr. Danach werde ich richtig gut schlafen. Lukas, wir können schon mal anstoßen. Auf einen schönen ersten Platz hier. Grüßerchen. Auf euch. Danke. Ich werde schlafen wie ein Bärchen. Du. Und ab ins Bett. Die Stellplätze hier im Taunus gibt es übrigens ab 10 Euro die Nacht, plus 8 Euro pro Erwachsenen und 5 für jedes Kind. Nach einer kuscheligen Nacht in der Pamela geht's für uns weiter. Ciao, mach's gut. Ja, nette Leute hier, aber wir wollen ja noch einen Campingplatz entdecken. Das Problem an der Sache ist, ich muss erstmal hier wieder raus. Ich habe mich hier runterfallen lassen auf diesen schönen Stellplatz. Nur noch weiter runter kann ich nicht und ich weiß nicht, ob Pamela das schafft. Weiß ich auch nicht, Frido. Toi, toi, toi. Über 2 Tonnen, 74 PS. Ich habe wirklich, ist kein Witz, ich habe ein bisschen Schiss. Ich dokumentier's mal. Ja, dass du dich da wieder schön raushältst. Alles muss man hier alleine machen. Jetzt geht's bergauf. Juhu! Das gibt's ja nicht! Das Mädchen, guck's dir an! Was die kann! Juhu! Yeah! Yes! Wir verlassen Eppstein im Taunus und ganz ehrlich, ist Hessen nicht schön? Ich meine, guckt's euch an. Für uns geht's jetzt weiter nach Lindenfels zum Terrassencampingplatz Schlierbach. Im Odenwald, mein Herz schlägt für den Odenwald. Wir sind da! Ist das schön, oder? Ich habe mich angemeldet. Ralf und Ina, Ralf den Götterplatz und seine Freundin Ina, die ist auch mit am Start. Die freuen sich schon, haben sie gesagt, auf die Pamela und den Friso. Und ich freue mich auch, weil das sieht nämlich richtig schick aus. So. Einmal zur Rezeption. Campingtime, Wohlfühlzeit, Urlaub. Die Pamela ist da. Ja, Gude. Endlich mal in live und jawohl. Wer bist du? Ich bin der Herbert. Herbert, und grüß sehr dich. gerne persönlich mal kennenlernen, jawohl. Du, ich muss zur Rezeption. Ja, wir bitte. wollen hier jetzt mal ein bisschen. Wo müssen wir lang? Hier? Da ist es? Ja, da ist es. Ach, sehr schön. Mal gucken. Das ist ja geil. Hallo. Hallo. Ich bin der Friso, grüß dich. Ja. Ina? Ich bin die Ina, genau. Ina, grüß dich. Zack, bumm. Das ist ja mal eine geile Rezeption. Ja, ne? Und hier schönes Spuckfenster. Exakt. Echtes Odenwälder Spuckfenster, original aus Schlierbach. Auch ausgebaut von mir. Oh, genau. Machst du so ein bisschen Dekoarbeit hier? Ja, ich glaube, ich bin hier der kreative Kopf. Wo ist denn der Ralf? Der ist schon oben, der wartet auf euch. Das heißt, oben, wo müssen wir hin? Wie komme ich da hoch? Ah, ganz einfach. Ihr steigt in euer schönes Mobil, die Pamela, und fahrt hier den Schotterweg hoch. Nicht zu viel Gas geben, nicht stehen bleiben. Sieht aber steil aus. Ist auch steil, ja, aber ist schaffbar. Okay, danke Kriegst Ina. das hin. Wir schaffen das. Ich drücke euch die Daumen. Ahoi. Danke. Oh, komm Pamela, komm. Du schaffst das, mein Mädchen, komm. Ja! Guck mal hier. Wir müssen mal bald richtig hier in die Sahara und so Gelände fahren. Ja! 28 Jahre und topfit. Da surrt es doch noch. Da soll mal jemand sagen, du bist vom alten Eisen. Sehr gut gemacht. Ja, genau. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Denn man soll, wenn man hier steht, einen der besten Blicke haben, wenn man morgens rauskommt. Wow.
Guck dir das an. Die hessischen Alpen. Irre, oder? Das ist ja fett. Absoluter Wahnsinnsblick. Guck dir das an. Ralf? Grüß dich. Gute, hi, moin. Moin. Ich bin, das ist Schlierbachtal, richtig? Das ist das Schlierbachtal. Fett, fett, fett. Hast hier einen wunderschönen Stellplatz mit freier Sicht. Das ist ja Wahnsinn. Da kann auch jeder hier hochkommen, ne? Jeder kann hier hoch, sofern er so ein allradtaugliches Auto hat wie das. Ja, wie die Pamela. Ja, Allrad-Frontantrieb hat die Kleine. Sag mal, das ist dein Campingplatz? Das ist ein Familienunternehmen. Das hat mein Opa gegründet Ende der 60er Jahre, 69. Und ist dann schwer erkrankt. Dann haben meine Eltern den Platz übernommen, so weit aufgebaut. Und letztes Jahr im Frühjahr habe ich den Platz übernommen. Und glücklich? Dürfen. Absolut, ja. Ja? Da habe ich von gelesen, die kann man auch mieten bei euch tatsächlich. Die kann man mieten. Also das steht so hier, da mit Fahrzeug, das ist deins? Das ist meins, praktisch nur als Gestell. Willst du Steht mal das ganze reingucken, Jahr Lukas? hier. Ein Dachzelt, das ist natürlich klar. Für alle, die das mal ausprobieren wollen, ist das natürlich perfekt. Und Lukas, was sagst du? Sehr cool. Wenn man vorne das Fenster aufmacht, hat man bestimmt einen netten Blick. Was kostet das die Nacht? Kann man für 20 € die Nacht mieten. Ganz entspannt. Notfalls gibt es noch einen Schlafsack und Decken dazu. Das geht ja. Aber ich habe ja, Lukas, damit du es auch mal schön hast, haben wir was richtig Schickes für dich reserviert. Tadadada! Die Campingbubble. Wow, ich glaub's nicht. Ja. Nein. Dein Domizil für heute Nacht? Da brauche ich noch nicht mal ein Fenster aufmachen, da habe ich immer Ausblick. Ist das geil? Super. Das ist, wie lange hast du das jetzt? Haben wir seit dem 1.6. hier installiert. Ganz neu? Ganz neu. Boah. Okay. Wahnsinn. 2 Türen. Ganz wichtig. Erste Tür öffnen, reingehen und unbedingt wieder schließen. Ja. Wenn du die zweite Tür öffnest und diese hier ist noch offen, dann dann ist ist es ungefähr so, wie wenn du einen Luftballon aufschneidest. Lukas, magst du mit reinkommen? Ich würde dein Domizil entdecken. Ja. Oh, ist aber schön warm jetzt, wenn die Sonne scheint. Die Bude dicht machen hier. Jawohl. So. Das heißt, da ist draußen ein Motor, der pumpt die ganze Zeit Luft rein. Genau. Ich bin aufgeregt, das ist ein bisschen wie Weihnachten. Oh, da kommt die Luft schon entgegen. Guck mal hier. So. Guck dir das an. Ich würde sagen, königlich, Friso, königlich. Du kannst dich da hier so hinstellen. Schlierbachtal. Soll ich dir was sagen? Der Ich Lukas kann mich ist auch da. hinlegen. Man soll ja nicht sagen, dass ich meinen Kameramann schlecht behandle. Und? Bam! Was sagst du? 360 Grad Sonne, Ausblick. Irre. So machen wir das heute Ich Nacht. bleib hier liegen, mein Lieber. Kannst weiterdrehen. Guck, und du hast einen schönen Blick auf die Pamela. Wenn was ist, kannst du rufen. Ich hole dich aus dem Zelt raus. Das ist aber lieb von dir, Friso. Jetzt geht's aber erstmal runter auf den Platz. 135 Stellplätze gibt's hier für Wohnwagen, Wohnmobile und auch extra für Zeltgruppen. Das habe ich ja als Kind schon geliebt. Ist schon stark hier. So, guck mal, geht noch. Da sind sie, die Zelter. Gute. Moin. Ich bin der Friso. Wir suchen coole Camper. Ihr seid schon mal optisch weit vorn, würde ich sagen. Oh, geil. Ganz weit vorne. Sehr gut, sehr gut. Dann willst du mal reingucken? Ja, was macht ihr denn gerade? Ja, wir machen Schichtfleisch. Wir haben... Oh. Ihr macht jetzt schon alles. Was ist da genau drin? 5 Stunden, 6 Stunden jetzt schon. Da ist Fleisch drin, Paprika, Zwiebel, ein bisschen Bacon drüber. Und in dem da hinten gab es Zimtschnecken, wenn ihr eine möchtet. Ja, es gibt Zimtschnecken mit Apfel, ohne Apfel. Lukas hat gerade schon gemeckert, er hat heute den ganzen Tag noch nichts gekriegt. Die habt ihr gerade gemacht. Ja. Das liebe ich ja am Camp, ne? Dieses hier willst du auch mal probieren und ihr seid ziemlich viele hier, ne? Ja, wir sind halt eine Runde Papas mit Kindern. Wir haben Papa-Kind-Wochenende. Ah, ich sehe nur ein Kind. Ja, die anderen sind alle im Bach oder irgendwo am Spielen im Wald. Oder Bach ist super, oder? Super Bach ist für genau Kinder. mein Ding. Da werdet ihr eigentlich auch noch mal zum Kind, ne? Ja, aber voll. Nee, es macht super Laune. Vor allem mit den Mädels, mit unseren Kindern und den Jungs haben wir viel Spaß hier. Wir müssen einmal hier ein Kontrollkind fragen. Entschuldigung, bevor du ins Wasser hüpfst. Wie cool ist das wirklich, mit den Vätern wegzufahren? Ist gut? Ja, Ja? Was findest du so schön am Campen? dass man in der Natur ist. Ja? Wie heißt du? Fiona. Fiona. Und wer bist du?
ist die Wanda. Die Wanda? Die Wanda, Meine ja. Schwester heißt so, die wohnt in Wiesbaden. Auch wie süß. Pass auf, Lukas, laufst du nicht um. Was macht ihr den ganzen Tag so? Was ist so cool? Wir sind hier die ganze Zeit am Spielen. Wir haben hier einen Bach, da kann man ganz toll mit den Kindern spielen. Hier ist ein kleiner Spielplatz. Wenn man vom Campingplatz runtergeht, hat man unten noch einen großen Spielplatz und die Kinder können den ganzen Tag draußen sein. Wir können hier grillen, wir können hier Feuer machen. Wir sind einfach nah bei der Natur und es ist einfach schön hier. Und so schön, weil es so auch so nah ist. Also wir kommen alle aus der Gegend und deswegen, man muss nicht weit wegfahren, um so ein schönes Fleckchen zu finden wie hier. Ja, super. Ja, Richtig deswegen gut. macht ganz viel Spaß. Ja, danke dir. Gerne. Jetzt machen wir noch den Test, Lukas, ob es wirklich was taugt. Vom Grill. Mega lecker. Mmh. Männer, das klappt bei euch. Ja, ist gut. Freuen uns. Schöne Zeit euch. Ciao. Danke, ciao. Tschüss. Ja, Wohnwagen, bodentiefe Fensterfass. Das sieht ziemlich cool aus. Hallo? Hallo? Boah. Da müssen wir mal eben fragen. Hallo? Hi. Hi, hallo. Ich bin der Friso, das ist der Lukas. Hallo, ich bin die Simone. Simone, Hallo Lukas. Ihr habt es euch aber schön gemacht hier. Ja, wir sind seit April hier erst. Okay. Und haben aber Gas gegeben, ja. Ach, Gude, der Friso, grüß dich. Ich bin der Walter. Walter, das ist, so schön habe ich es noch nicht mal zu Hause. Outdoor-Küche. Ah, ja, aber Outdoor-Küche mit Blick. Mit Blick in die Gegend. Und bei euch gibt es heute gegrilltes? Flammkuchen. Flammkuchen? Flammkuchen mit Pfifferling. Würde ich wohl auch nehmen. Und das da? Das ist die Outdoor-Dusche. Die Outdoor... Mit warmem Wasser. Moment. Eine Outdoor-Dusche. Ach so. Hier kann man auch. Ach so, dann stehst du hier morgens so, wie Gott Genau. dich schuf. Aber jetzt auch wieder dieser Blick, ne? Das ist... So ist es. Wie oft seid ihr hier? Fast jedes Wochenende. Ich versteh's. Das nutzt man natürlich aus. Ich versteh's. Das fängt freitags an bis Sonntagabend. Wahnsinn. Und das ist purer Urlaub. Ich glaube, da reichen die Bilder. Dürfen wir mal einmal reingucken? Weil, also wir haben schon ein bisschen geguckt. Ja, hier lässt sich's leben auf jeden Fall. Ich gehe mal rein. Alter Schwede. Also das ist ja so, das sieht ja mal schick aus. Guck mal, die beiden, wie süß ihr seid. In der Theke. Was darf es denn sein? Gemischte Tüte für beide? Vanilleeis? Also ich habe das noch echt nicht so schön gesehen. Vor allem diese bodentiefen Fenster. Da kannst du dich ja auch mal hier Hinsetzen. mal chillig hinsetzen. Den Tisch kann man wegklappen. Den Tisch kann ich wegklappen, okay. Das ist also, wie gemütlich das ist. Also ich würde einziehen. Ja, ist auch unser so kleines Tiny House. Sehr schick. Oder Bungalow. Vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Gerne. Und euch eine tolle Zeit. Vielen Dank. In eurem Feriendomizil mit Blick. Alter Schwede. Gute. Guckt euch das mal an hier. Eine geleckte Hecke. Ist das noch cool? Guck mal, hier wohnt. Was ist denn das? Ein Motorhead-Vogelhäuschen. Nee. Hallo. Hi, ich bin der Friso. Richard. Richard. Nennen Sie mich alle Ritchie. Ritchie. Und Hallo, ich bin die Nancy. Nancy, was habt ihr denn schön hier in eurem kleinen Pavillonchen hier? Ja. Habt ihr Durst? Wollen wir was trinken? Ja, gerne. Gerne, klar. Gerne. Ja, Sind wir dabei. Hol ich mal was. Und ihr seid ein Paar? Ja, wir sind zusammen seit 5 Jahren Schön. und wir führen hier am Platz eine Wochenendbeziehung. Ach, immer so richtig schön Auszeit zusammen und die Zeit genießen. Immer ein Kurzurlaub am Wochenende, ja. Trinkt ihr aus dem Stamm oder wollt ihr Becherchen haben? Nee, ich nehme den Stamm. Okay. Dankeschön. Seid ihr immer schon Camper gewesen? Nein. Das ist eine. Ich habe Bekannte hier auf dem Campingplatz. Ja.
Und nach meiner Trennung haben die mich einfach mal hier eingeladen auf den Campingplatz und haben im Hinterfeld auch sie eingeladen. Und so haben wir uns hier auf dem Platz kennengelernt. Und ja, die haben uns da quasi zusammengeführt und daraus ist das geworden, was ihr hier seht. Also Liebe, Camping bringt Liebe. Ja, auch. Definitiv. Ja. Das ist ja Für cool. uns hat es geklappt. Und uns hat das dann halt sehr gut hier gefallen und wir haben uns hier aufgehoben gefühlt und haben uns dann nach und nach hier so ein Nest gebaut. Und ihr wir seid haben beide uns dann, Rocker? Ja, Metal. Metal? Ja, so Wacken? Wacken, jedes Jahr. Ja, echt? Okay. Ja, die letzten 2 Jahre Corona bedingt halt nicht, aber Ja. sonst fahren wir jedes Jahr nach Wacken. Ja, hier, ne? Das gefällt mir. Genau. Prost. Ja, Ja, Prost. danke schön. Das ist ja toll. So viel Liebe, Prost. Definitiv, ja. so viel Liebe bringt Camping, mein Freund. Hast du Hunger? Ich hätte jetzt mal langsam auch Hunger, ja. Jetzt gibt's für dich was auf die Gabel, für mich auch. Sehr gespannt. Foodtruck. Gibt's ja auch nicht so auf dem Campingplatz. Gute! Hi, Hi! Ich bin der Friso. Hi, grüßt euch. Hi, Servus. Nadine. Nadine und? Tommy. Tommy. Ich habe gehört, ihr seid manchmal hier. Manchmal sind wir hier. Wir haben Glück, ihr seid da. Genau. Lukas hat Hunger, ich auch. Was empfehlt ihr? Ja, da wir hier Hessen, Handkäsemusik auf jeden Fall. Und traditionell Schmorzwiebeln. Ich habe aber gehört, ihr macht Burger. Richtig. Mit Handkäse und Schmorzwiebeln. Nimm wir zweimal und? Ja. Das ist ein Schweinenacken, der 8 Stunden im Ofen war. Und der kommt auf den Burger. Und dann kommt da noch eine Portion Kartoffelstampf dazu. Kartoffelstampf. Ganz traditionell. Was sagst du? Mega lecker, ich freue mich drauf. Nimm wir. Hausmannskost on the road. Hausmannskost on the road. Okay, ja, dann zweimal bitte. Machen wir. Gerne. Okay. Bringen wir euch. Gerne. Ich will einmal kurz gucken, was er macht. Sag mal, das ist aber ein schickes Teil. Ist es auch ein Camper eigentlich, ne? Auf jeden Fall war es mal einer. Und ihr beiden habt den umgebaut? Der Papa von Nadine hat uns geholfen. Und erstmal alles raus und dann alles wieder rein. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Foodtruck zu machen? Wollten was Eigenes machen. Und da wir gerne reisen und die Kombi mit Gastronomie, Reisen, mobil sein, Foodtruck hat sich angeboten. Und da wir gerne auf dem Campingplatz sind, Wohnmobil umso mehr. Oh, ich habe auch schon so richtig Hunger, ey. 10 Euro kostet das. Oh! Der Handkäseburger für mich. Da ist er. Oh! Genau. Einmal der Burger, eigentlich klassisch mit Potato Chips. Und Das ist ja jetzt Super, lecker. herzlichen Dank. Gerne. Jetzt probieren wir erst den Stampf. Lasst euch schmecken. Dankeschön. Danke, danke. Ich war ja nie so ein Kartoffelstampf-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt, echt jetzt. Also das ist schon schwer, mich jetzt so... Und? Das ist ziemlich geil. Wir probieren schnell, dass der Lukas die Kamera einstellen kann. Handkäse. Wie schön das aussieht, guck mal. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Minuten. Das ist gut, Leute. Das schmeckt richtig, man schmeckt den Handkäse raus. Es ist aber auch nicht zu kümmelig. Ein schönes Stück Fleisch, nicht so ein Burger Patty. Also auch ein richtig toller Burger. Echter Tipp. Und ich meine, das auf dem Campingplatz. Es wird Abend im Schlierbachtal. Der Stellplatz kostet 10 Euro die Nacht, plus 8 pro Erwachsenen und 6 für Kinder. Die Campingbubble kostet für 2 Personen 220 Euro für 2 Übernachtungen. Und Luki, liegst du gut? Also Leute, das ist der absolute Wahnsinn hier. Man kann alles drumherum sehen. Es wird eventuell ein bisschen frisch heute Abend. Ich habe ja mal ein Trainingssäckchen angezogen, noch zur Sicherheit. Aber dick eingemummelt. Ich bin sehr gespannt. Es wird richtig gemütlich. Wieso? Spielst du mir noch ein Liedchen? War eine schöne Folge, oder? Super. Oh Mann, was haben wir viel erlebt. Was waren das für tolle Menschen mit wirklich coolen Mobilen, coole Campingplätze, Wahnsinnsausblicke. Ich sage euch Leute, das ist Camping. Toll, dass ihr bei der Folge dabei wart. Wir machen weiter. Lukas, wir machen weiter, ne? Auf jeden Fall. Und jetzt wird geschlafen. Gute Nacht, Friso. Lalelu, nur der Friso in der Pamela. Schaut zu, wie die kleinen
Muckis schlafen, drum schlaf auch du.